Dieses Video könnte eine Enttäuschung für dich sein. Wenn du hier bist, um herauszufinden, wie man 4 Jahre lang Urlaub macht, kann ich dir leider nicht sagen, wie das funktioniert. Was ich dir heute erklären kann, ist, wie wir die letzten 4 Jahre gereist sind. Urlaub ist für mich etwas, wo man erstens wieder zu einem Zuhause zurückkehrt und zweitens kann man Geld ausgeben, weil man danach wieder zu seinem Angestelltenjob oder wohin auch immer zurückkommt. Auch eine Weltreise fällt für mich unter Urlaub, weil Weltreisende, diese, die wir getroffen haben, haben eigentlich all ihre Zeit für touristische Aktivitäten genutzt, wenn wir meistens abgesagt haben, weil wir wollten uns auf andere Dinge konzentrieren. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Alexandra und seit 4 Jahren besuche ich die besten Orte zum Reisen und zum Leben in Lateinamerika. Heute aber eine etwas andere Version, nämlich ein persönlicher Einblick, warum wir noch immer suchen und nie finden. Wie macht ihr das? Diese Frage hören wir am öftesten, seitdem wir auf Reisen sind. Aber immer nur von Menschen, die uns nicht kennen. Weil wenn man uns kennt, weiß man, dass wir die meiste Zeit vom Computer verbringen. Wir machen keine Party, wir gehen früh schlafen, wir geben auch wenig Geld für touristische Sachen aus. Wir bleiben so lange wie möglich in jedem Land, um den Alltag kennenzulernen und auch davon berichten zu können. Wir sind Journalisten, wir sind aber auch Coaches, Lehrer, Autoren, Content Creator. Aber dann soll man auch noch seine Reise planen, gesund kochen und schauen, dass es einem als Paar gut geht. Viele Menschen wollen ja Urlaub machen und dann wieder nach Hause und arbeiten und für den nächsten Urlaub sparen. Und das ist auch schön und sei jedem gegönnt, denn jeder soll die Art zu leben und zu reisen selbst entscheiden. Aber wir haben uns entschieden, es anders zu machen. Wir machen keinen Dauerurlaub, wir reisen und arbeiten täglich nebenbei. Wir haben vor 4 Jahren auch viel aktiver begonnen. Wir wollten alles sehen, das war in Mexiko. Wir haben Ausflüge gemacht und so weiter. Es dauerte ungefähr 4 Monate und dann war das Urlaubsfeeling vorbei und wir wurden von Urlaubern zu Reisenden. Wenn das auch deine Ambition ist, erzähle ich dir jetzt, wie es bei uns war. Also welche Veränderungen gab es da? Erstens, man setzt sich ein Budget. Wie viel gibt man aus? Wie viel will man überhaupt ausgeben? Wir hatten etwas Einkommen von unseren Online-Firmen und bei manchen Sachen machen wir keine Abstriche. Wir wollen immer komfortabel wohnen und wir wollen immer gesund essen. Aber jeder hat andere Prioritäten. Ja, manche essen billiger und fahren dafür auf Galapagos oder Machu Picchu. Wir haben unser gemeinsames Budget für 1.000 € Miete pro Monat und zusätzlich vielleicht noch 1.000 € fürs Essen. Dann noch ein paar kleinere Kosten wie Auto, Sprit, nötiges Equipment fürs Reisen oder manchmal auch Campen. Man kann auch mehr oder weniger ausgeben, ja, aber uns persönlich ist gesundes Essen und eine komfortable Unterkunft sehr wichtig. So fühlen wir uns wohl und können auch produktiv sein und mal tagelang nicht rausgehen, weil man gerade einen Auftrag zu bearbeiten hat und einfach gerne auch dann die Zeit drinnen verbringen kann. Viele haben uns gesagt, ihr schaut euch ja gar nicht so viele Sehenswürdigkeiten an. Ja, das war auch nie unser Ziel. Wir wollten immer sehen, was kann man permanenter in einem Land erreichen. Sozusagen, welche Flagge setzt man? Die Flaggentheorie kennst du vielleicht. Man hat eine andere Flagge in jedem Land, also Business hier, Wohnsitz da, Bankkonten dort, alles aufgeteilt. Und manche Länder sind geeigneter für gewisse Investments und manche weniger. Also in jedem Land informieren wir uns, wie leicht wäre es dort langfristig Fuß zu fassen. Aufenthaltsgenehmigungen, Bankkonten, Investitionsmöglichkeiten, das sind die Dinge, die uns interessieren, weil wir immer langfristig denken. Man muss auch, man muss sich seine Einnahmequellen aufbauen und das kostet alles Zeit. Zeit, die wir in einem normalen Urlaub nicht gehabt hätten. Einmal sagte uns ein älterer Brite, den wir in den Anden von Bolivien getroffen haben, I don't envy you. Ich beneide euch nicht. Und diese Worte klangen im ersten Moment hart, aber es war richtig erleichternd, das mal zu hören. So endlich dachte mal jemand, dass unser Leben nicht so problemlos läuft, weil man sieht die Herausforderungen ja nicht, weil viele denken, dass unser Leben wie ein endloser Urlaub aussieht. Und das liegt natürlich auch daran, was wir auf unserem Social Media posten. Aber ich kann dir sagen, es gibt auch andere Eindrücke. Nur macht man davon keine Fotos. Also die Realität sieht anders aus. Man muss sich seine Einnahmequellen um die kümmern. In unserem Fall produzieren wir Online-Kurse, machen Online-Coaching, wir schreiben Artikel, ich schreibe ein Buch, wir machen Content Creation für andere Menschen, für Hotels. Wir machen auch viel Gratisarbeit. Das ist meistens Marketing, einfach weil es auch Spaß macht.
Und es kommt auch so viel an Dankbarkeit zurück, also entweder Freundschaften oder gegenseitige Hilfe. Und das ist ganz wichtig, die Hilfe, wenn man im Ausland ist, weil dass man sich ein bisschen ein Netzwerk aufbaut an Vertrauenspersonen. Man ist ja oft auf andere angewiesen und das bringt mich zum nächsten Punkt. Natürlich gab es auch Rückschläge, finanziell und auch Enttäuschungen mit anderen Menschen. Aber das sind Erfahrungen, die jeder selbst machen muss. Das kommt auch erst, wenn man nicht mehr Urlaub macht, sondern danach, wenn man sich mehr mit einem Land beschäftigt und sich dort auch eingliedern will. Als Paar ist es auch eine ziemliche Herausforderung. Das Wichtige ist, dass man grundsätzlich die gleichen Vorstellungen hat. Finanziell, also wo viel gibt man Geld aus und auch wie man seinen Tag plant. Ich könnte jetzt nicht mit jemandem zusammen sein, der viel Geld für Party ausgibt oder einfach nicht gut haushalten kann. Da würden wir immer streiten. Paul und ich scheinen zwar sehr verschieden, aber es macht es auch interessant zwischen uns. Aber unsere gemeinsame Basis ist ganz ähnlich und das ist auf Dauer wichtig, weil man ist ja fast jede Minute am Tag zusammen. Auch die Vorstellung, wie man Geld verdient und so weiter. Angenommen, einer von uns hätte eine unmoralische Idee und würde das dem anderen vorschlagen, der andere würde das nie tolerieren. Und das ist ja in jeglicher Hinsicht gut füreinander, wenn man sich respektiert und die Meinung des anderen schätzt und das auch als Kompass nützt. Ich glaube, in Pauls Fall liegt es daran, dass er sich schon immer mehr bemühen musste als andere, ein sauberes Image zu haben, einfach weil Menschen voreingenommen sind, aufgrund des Bartes oder was auch immer. Aber wenn man ihn kennt, merkt man, wie erfahren er ist und wie weise. Ja, das darf er jetzt nicht hören. Also wie geht's weiter nach 4 Jahren? Wir sind zwar Slow Travelers, weil wir in jedem Land so lange wie möglich bleiben, aber trotzdem haben wir schon sehr viel abgedeckt in Lateinamerika. Wir waren in den ersten 3 Jahren in über 300 Hotels mit unserem Auto durch den Amazonas, durch die Wüste im Norden Kolumbiens, durch indigene Dörfer. Wir haben viele Abenteuer erlebt. Aber es gab auch einen Augenöffner, nämlich es war einfach zu viel, körperlich und mental. Wir wollten dann langsamer reisen, uns noch mehr Zeit nehmen und wir wissen jetzt, wir wollen jetzt mehr Zeit an einem Ort verbringen, um ihn wirklich auch wertzuschätzen. Und diese langsamere Art des Reisens gibt uns auch die Möglichkeit, mehr zu arbeiten, mehr Zeit zum Runterkommen und als Paar besser miteinander auszukommen. Das nächste Ziel bis Weihnachten übrigens ist Ushuaia in Argentinien, der Ort nähersten zum Südpol. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr darauf. Also Südamerika hat uns bis jetzt viel gegeben und von Zeit zu Zeit hatte ich schon das Gefühl, da könnte es mir längerfristig gefallen, aber dann hat man wieder den Drang, noch mehr zu sehen und noch mehr zu lernen. Auch wenn wir in Südamerika noch kein permanentes Zuhause gefunden haben, haben wir gelernt, wie man Reisen und Leben und Arbeit vereinen kann. Und die Herausforderungen sind es allemal wert. Wenn du heute irgendwas hier gehört hast, das interessant klingt, schalt beim nächsten Mal wieder ein, wenn es um Südamerika geht. Du kannst auch mit uns über deine Online-Business-Gründung sprechen, Aufenthaltsgenehmigungen, Reisedestinationen, alles, was wir bis jetzt auf unserer Reise gelernt haben. Vielleicht wirst du mir sagen, wo es dir am besten gefallen hat. Schreib mir einen Kommentar und ich freue mich über deine Vorschläge.